Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir JTL Easy Auction Amazon zusammen einrichten. Aber was ist JTL Easy Auction eigentlich und wie funktioniert es? Diese Frage werden wir als erstes klären. Dann werden wir uns an Easy Auction anmelden. Sie können JTL Easy Auction 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Auf Amazon selbst gibt es ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um einen reibungslosen Betrieb von Easy Auction zu gewährleisten. Diese Voraussetzungen schauen wir uns im Detail an. Zu guter Letzt werden wir unser Amazon-Konto mit JTL Wavi verbinden. Was ist JTL Easy Auction? Über die vollständig integrierte Schnittstelle JTL Easy Auction verbinden Sie JTL Wavi mit den Marktplätzen eBay und Amazon. Mit JTL Easy Auction können Sie alle Aufgaben, die Sie für gewöhnlich in Ihrem Amazon Seller Central oder Mein eBay erledigen würden, zentral und automatisiert von Ihrer Warenwirtschaft aus steuern. Bei einem Datenabgleich reicht JTL Easy Auction dann alle Änderungen, zum Beispiel Preis- oder Bestandsanpassungen, an die Server der Marktplätze weiter. Eine Aktualisierung Ihrer Angebote erfolgt automatisch. Anmeldung an Easy Auction. Um JTL Easy Auction zu nutzen, benötigen wir einen Zugang zum JTL Kundencenter. Dafür registrieren wir uns im Kundencenter. Falls Sie schon einen Zugang zum Kundencenter haben, können Sie diesen Schritt überspringen. Ansonsten einfach alle Felder ausfüllen, den Datenschutzbestimmungen zustimmen und auf Kundenkonto erstellen klicken. Wir landen direkt im Kundencenter und wählen den Punkt eBay und Amazon aus. Hier werden uns die Konditionen für die Nutzung von JTL Easy Auction nochmal gelistet. Sie können JTL Easy Auction unverbindlich und kostenlos 14 Tage lang testen. Wir müssen lediglich einen Kontonamen auswählen und auf Benutzerkonto erstellen klicken. Voraussetzungen: Um JTL Easy Auction mit Amazon zu verknüpfen, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, auf die wir von JTL Software keinen Einfluss haben. Es lassen sich lediglich Amazon-Konten anbinden vom Typ Seller Central oder Marketplace mit dem Power-Tarif. Stellen Sie sicher, dass Sie über so ein Konto verfügen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass Sie Ihre Bestellberichte immer im TXT-Format erhalten. Dafür müssen Sie sich mit Amazon in Verbindung setzen, um diese Umstellung anzustoßen. Erfahrungsgemäß reagiert Amazon hier innerhalb eines Tages. Amazon-Konto anbinden, Schritt 1, Amazon MWS. Wenn wir diese Voraussetzungen erfüllt haben, verbinden wir JTL Wavi mit Amazon. Dafür öffnen wir in der Wavi den Punkt Marktplätze, Amazon, Kontoanbindung. In der Kontoverwaltung legen wir dann ein neues Konto an. Wir erhalten nochmal den Hinweis, dass wir die Bestellberichte im TXT-Format brauchen und bestätigen mit OK. Im jetzt geöffneten Fenster tragen wir unser Amazon-Konto ein. Keine Sorge, wir müssen nicht alles ausfüllen. Wir klicken auf Hilfe, um mit unserem Webbrowser unsere Online-Dokumentation aufzurufen. Hier können Sie die gesamte Einrichtung auch nochmal in Ruhe nachschlagen. Wir springen zum Punkt MWS-Aktivierung. Wir müssen die MWS-Aktivierung durchführen, damit JTL-Software sich mit Ihrem Amazon-Konto verbinden kann. Je nachdem, um was für einen Amazon-Account es sich handelt, rufen wir den entsprechenden Link auf. Wir haben einen deutschen Account und rufen daher die Freischaltung für Amazon.de auf. Wir werden zu Amazon geleitet, wo wir uns im Seller Central anmelden müssen und auf MWS-Aktivierung klicken. Unten klicken wir auf einen Entwickler autorisieren. Die nächsten Schritte haben wir in unserer Dokumentation nochmal genau beschrieben. Wir kopieren den Namen der Anwendung, also JTL Software, und wechseln wieder auf die Amazon-Seite.
Hier wählen wir den zweiten Punkt, also ich möchte einer Anwendung Zugriff auf mein Amazon-Konto gewähren und fügen den Namen der Anwendung ein. Dann wechseln wir wieder in die Dokumentation und kopieren die Kontonummer des Entwicklers. Auf der Amazon-Seite tragen wir die Nummer in das entsprechende Feld. Keine Sorge, das ist nicht die Kontonummer von JTL. Es handelt sich hier um die Nummer, unter der Amazon unser Easy Auction erkennt. Auf der nächsten Seite aktivieren wir beide Checkboxen und bestätigen mit Weiter. Das war's. Damit haben wir Amazon-seitig JTL-Software für das Amazon-Konto aktiviert. Jetzt müssen wir nur noch die Daten in die Wavi eintragen. Bitte speichern Sie die auf der Abschlussseite angezeigten Daten ab. Die Daten sind für jeden Händler individuell generiert und sollten nicht an Dritte weitergegeben werden. Amazon-Konto anbinden, Schritt 2, JTL Wavi. Jetzt tragen wir die eben generierten Daten in die Wavi ein. Den obersten Punkt JTL-Token können wir freilassen, da wir in der kostenlosen Testphase von Easy Auction sind. Hier muss nur ein Token eingetragen werden, wenn wir einen kostenpflichtigen Easy Auction-Tarif auswählen. Das Feld Händlername können wir frei wählen. Es ist der interne Name für die Wavi. Die Händler-ID, Marktplatz-ID sowie den Amazon-Authentifizierungstoken kopieren wir aus der Einrichtungsabschlussseite von eben hier rein. Falls Sie auch B2B über Amazon abwickeln, werden die B2B-Preise in der Wavi über Kundengruppenpreise gesteuert. Sie können dann hier auswählen, auf welche Kundengruppenpreise die Wavi für B2B schauen soll. Wir legen außerdem fest, welche Versandart für den Standard- und den Schnellversand von Amazon in der Wavi verwendet werden soll. Keine Sorge, alle Einstellungen lassen sich auch noch nachträglich nochmal anpassen. Falls Sie mit Lagerbeständen arbeiten und diese über JTL Wavi steuern möchten, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox. Die Checkbox darunter aktivieren wir, um regelmäßig Inventardaten von Amazon anzufordern. Da man als Händler sein Geld in der Regel von Amazon und nicht vom Endkunden erhält, lohnt es sich auch, die Checkbox Bestellungen automatisch als bezahlt setzen zu aktivieren. Der Versandprozess wird normalerweise in JTL Wavi nur für bezahlte Aufträge angestoßen und erfahrungsgemäß wollen wir Amazon-Kunden nicht warten lassen. Damit haben wir die wichtigsten Kontoeinstellungen gesetzt und klicken auf Konto prüfen. Uns werden nochmal die AGBs von JTL Easy Auction angezeigt. Wir akzeptieren und bestätigen die Erfolgsmeldung mit OK. Das war's. Damit haben wir JTL Wavi erfolgreich mit Amazon verbunden. Aber wie geht's jetzt weiter? Das kommt darauf an, welcher Typ Händler sind Sie? Für welchen Typ Händler welche nächsten Schritte sinnvoll sind, untersuchen wir im Erste-Schritte-Video für Amazon. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie im nächsten Video begrüßen zu dürfen.